Hi Leute, willkommen zu Dragon About. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um den Labwaffenbau. Heute geht es dann mal weiter mit dem Zombie-Apokalypse, Endzeit, irgendwas Spaten. Ne? Kann man wahrscheinlich für beide Settings benutzen. Für Fantasy wahrscheinlich eher nicht so. Aber egal. So, in dem Teil werden wir das Ganze jetzt hübsch machen. Ich hoffe, das erste Teil hat euch schon gefallen. Dann freut euch auf den zweiten. Bleibt dabei. Wir sehen uns. Dann mal wieder so das Übliche. Das Ganze werde ich wieder mit Flexipaint machen. Und werde wahrscheinlich für die Teile noch ein paar Abgüsse machen, denke ich mal. Da muss ich mal gucken. Weiß noch nicht. Vielleicht mache ich auch noch ein kleines Video zu. Naja, auf jeden Fall wieder das Übliche. Erstmal wieder einige Schwarzschichten. Ja? Und dann sehen wir uns dann wieder, wenn die Schwarzschichten dann dick genug drauf sind. Jetzt haben wir hier noch Schwarzschichten drauf. Jetzt werden wir das Teil hier wieder in Holzoptik machen. Dafür nehmen wir uns wieder einen Pinsel mit Flexipaint. Ich glaube, da hätte ich vorher vielleicht ein bisschen das Wasser runter machen sollen. Das scheint wieder ein bisschen dünnflüssig geworden jetzt zu sein. Also, wie gesagt, denkt dran, immer eine Zeitung drunter legen. Hier für die Löcher habe ich mir auch schon was ausgedacht. Da bin ich gerade ein paar Abgüsse zu machen. Ich war erst am Überlegen, ein paar Schraubenabgüsse, aber da hatte ich jetzt doch nicht so die Lust zu. So, also werden das wohl mehr so ein paar Nieten werden. Das sollte eigentlich reichen. Dann haben wir uns wieder einen Kamm. Hier habe ich mal ein bisschen den groberen wieder genommen. So, das sollte, denke ich mal, erstmal reichen. Dann lassen wir das Ganze jetzt erstmal trocknen. In dem Fall hänge ich das dann hier mit einem Holzding auf, dass das eingehakt wird, das klappt. Dann geht es weiter. Und zwar, das Schwarz ist jetzt trocken, das Braun mit der Holzmaserung jetzt auch. Na, jetzt erstmal wieder ein bisschen Acrylfarbe, was Silber nehmen. Wieder ein Schwamm. Ein bisschen abtupfen. Obwohl das eigentlich relativ egal ist, weil ich ja noch mal anschließend was nachdunkeln werde, wenn es dann ein bisschen heller wird. So, hier wird alles so ein bisschen alt aussehen. Vielleicht mache ich noch ein bisschen Rost dran, mal gucken. Oder ja, ein bisschen Rost, vielleicht auch noch so ein bisschen Blut, mal so ein bisschen Rot noch dazu. Mal gucken, bin ja schon am Überlegen, Leute. Mal schauen. Lassen wir jetzt erstmal trocknen. Dann geht es mal weiter mit der Farbgebung. Nehmen wir uns wieder was transparent. Ich glaube, da wird ich bald mal wieder eine neue Flasche brauchen. So. Nehmen wir uns erstmal wieder was dunkler Abtönfarbe. Wieder drauf. Mal gucken, ob ich mal ein bisschen besser hinkomme. So mit den Mengen. Meistens mache ich immer viel zu viel. Ich versuche jetzt immer mal so ein bisschen mich zu zügeln. Mal gucken, ob es funktioniert. So. Dann braucht man einen Schwamm. Die haben wir natürlich alle hier liegen. Schraubst du mal mit. So. Das Schöne bei dem Spaten ist, oben ist ein bisschen blöd mit der Kordel. Den hänge ich einfach hier immer so auf. Das klappt eigentlich ganz gut.
noch ein bisschen sehr dick da. Dann müssen wir noch ein bisschen dünner. So, so sieht es besser aus. Das habe ich schon so wenig genommen, so wie das aussieht, ist das immer noch zu viel. Naja, gut. So mit der Dosiererei, glaube ich, werde ich nie lernen. Aber egal. So. Aber das ist auf jeden Fall nicht so viel wie sonst immer. Das ist schon mal gut. Ja. Das sieht schon mal ganz gut aus. So, das hängen wir jetzt wieder auf und lassen das erstmal wieder trocknen. Vielleicht machen wir noch ein bisschen. Ja. Ich glaube, wir machen mal das eine Teil hier was drüber. Vielleicht mache ich ein bisschen mehr Rost, ich weiß es noch nicht so genau. So, der Braun ist jetzt soweit angetrocknet. Sieht schon mal ganz gut aus. Soweit wieder das Übliche. Ja. Da brauchen wir noch ein ganzes Teil weniger beim Ocker. Allerdings ist das, glaube ich, auch wieder zu viel, was ich da reingetan habe. So, also mit dem Dosieren habe ich das echt nicht. So. Aber die Spitzen hier, die sind bei den Dingern ein bisschen, die sind ganz gut zum Dosieren. Kommt ganz so viel raus. So. Oh, wieder viel zu viel. Naja, was soll's. So, auf Seite, dann nehmen wir erstmal wieder ein Schwämmchen. Ganz werden wir dann nachher wieder was nachdunkeln. Wo wir eigentlich auch nicht unbedingt, können wir auch mal hell lassen. Ja. Mal gucken. Ich glaube, ich dunkel wieder nach. Der Ocker ist jetzt auch soweit trocken. Jetzt bin ich am Überlegen, beziehungsweise ich bin nicht am Überlegen, ich weiß ja, was ich tue. Ich hatte jetzt hier noch so eine, aus Knetsilikon, so eine Abformung für sowas wie Nieten. Jetzt muss ich uns gucken, weil ich hatte nämlich vergessen beim Bauen, dass ich hier eigentlich noch so kleinere Nieten reinmachen wollte. Jetzt muss ich mal gucken, ob das funktioniert. Ich hatte die nämlich relativ dünn gemacht. Wie Sie sehen, funktioniert das an denen schon mal nicht. Die sind zu dünn geworden. Wahrscheinlich bei den anderen auch nicht. Mal gucken, ob wir die Dinger da rein kriegen. Ne, das funktioniert leider nicht. Heißt, kommt in eine Tonne. Ich werde da noch ein paar Schichten mehr rein. Also bleibt das hier ohne Nieten. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Gut, dann fangen wir jetzt an und werden das Ganze mal ein bisschen abdunkeln. Dafür brauchen wir wieder einen Schwamm. Schwarz. Pinsel. Kann schon ein bisschen viel gewesen sein. Ja, dann lassen wir das Ganze jetzt erstmal wieder trocknen.
Das Holz ist jetzt soweit trocken, die Farbe. Ist mal ein bisschen was heller. Ich glaube, das Ganze kriegt noch ein bisschen Rost und Blut machen wir auch noch drauf. Wir wollen heute mal nicht geizen. So, dann fangen wir erstmal an. Oh, mit einem Roller, der hier vorbeigefahren ist. Naja, gut. So, gucken wir mal. Mal ein bisschen anders auftragen. Ganze mal so ein bisschen drüber bürsten. Mal gucken, wie das aussieht, Leute. Bis jetzt habe ich immer nur so getupft. Gucken wir mal, wie das aussieht, wenn wir das hier so ein bisschen drüber ziehen. So. Natürlich mal wieder viel zu hell. Ich sage ja so, als Flugrost ist das ganz gut. Vielleicht wollen wir mal gucken. Ich meine, das wäre die orangene Farbe. Ich glaube, die gibt es auch noch in braun. Bin mir jetzt aber nicht so ganz sicher, Leute. Da muss ich noch mal nachgucken. Da gab es nämlich zweierlei, meine ich. Vielleicht gucken. Ich noch mal einen anderen Farbton bestelle. So, dann hier mal hin, dadurch, dass das ja noch recht hell ist. Ich habe noch von dem Braun hoffentlich noch ein bisschen, was noch nicht eingetrocknet ist. Na, ist noch soweit okay. Machen wir noch ein bisschen mehr Rost machen. So ein bisschen was Dunkleres. Nochmal so ein paar Flecken noch. Oh, ich glaube, das Ding wird auch ganz hübsch. Ist mal was, bisschen was andere Form wie die anderen Spaten. So. Bisschen Rost haben wir drauf. Da haben wir das noch so ein bisschen. So, bisschen Rost hat das Ding jetzt auch. Und jetzt wollen wir das Ganze noch so ein bisschen versiffen. Ich habe irgendwie mal Lust, so einen Spaten mal so ein bisschen Blutoptik zu machen. Vielleicht sieht das ja auch ganz nett aus. Ein bisschen rote Farbe. Machen wir mal nicht zu viel. Drauf ein bisschen mehr ist vielleicht auch nicht schlecht. So. Sieht das Ganze doch schon richtig schön versifft aus. Noch ein bisschen Farbe. Eigentlich könnte man am Stiel auch noch so ein bisschen was machen, ne? So. Jetzt nicht so viel, aber so ein bisschen. Wenn wir schon einmal dran sind.
Soll man nicht geizen, ne? Auch noch was. Dann lassen wir das jetzt erstmal was trocknen. Dann sieht das so richtig ein bisschen gammelig mit was Blut aus. Als wenn wir schon ein paar Zombies oder was auch immer was vor den Kopf gekriegt haben. So, dann lassen wir das Ganze jetzt erstmal wieder trocknen und dann können wir dann nämlich den Klarlack drauf machen. Und zwar, das Ganze ist jetzt trocken. Bin mal gespannt, wie es aussieht mit dem Topcoat drauf. Und hier habe ich hier ein bisschen zu großes Behältnis genommen, glaube ich. Für den Klarlack. So, Topcoat. Aber naja, ist egal. Dann nehmen wir natürlich wieder den Latten von, ne? Damit das nachher nicht so glänzt. Denkt dran, Leute, nicht immer dran wundern, ne? Da irgendwie entstehen immer so ein bisschen Bläschen. Aber die gehen im Normalfall von selber weg. Außer sind ein bisschen in so tieferen Sachen drin. Da müsst ihr nochmal so ein bisschen mit dem Pinsel drüber gehen. Das ist aber normalerweise kein Problem. Es ist mal wieder verbracht. So sieht das ganze Ding jetzt aus, ne? Wie gesagt, einen kleinen Schönheitsfehler hatte. Ich hätte hier noch ein paar Nieten reinmachen sollen. Entweder direkt mit Dreiermatt oder halt nachher mit den Abgüssen. Da hätte ich vielleicht noch ein paar, ich sag jetzt mal, Schichten mehr für die Teile machen sollen. Aber naja, gut. Ich finde, es ist immer noch recht hübsch geworden. Sieht mal ein bisschen anders aus. Mal ein bisschen Blut dran. Ne? Was ist das für ein Geräusch? Leute, ich glaube, die sind schon hier. Ich bin mal kurz weg. Hey, du blödes Drecksvieh! Ja, Leute, furchtbar. Schuldig die Unterbrechung. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Sonntag. Denkt dran, abonnieren nicht vergessen, ne, dass ihr keins meiner Projekte verpasst. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Videos. Wir sehen uns.